Ich gehe spazieren, obwohl es regnet. Es regnet, trotzdem gehe ich spazieren. Trotz des Regens gehe ich spazieren. In diesem Video lernst du alles über die Konnektoren obwohl und trotzdem sowie die Präposition trotz. Mein Name ist Ben und ich würde sagen, los geht's! Obwohl und trotzdem sind konzessive Konnektoren. Konnektoren verbinden Sätze oder Satzteile. Mit konzessiven Konnektoren kannst du eine unlogische Folge auf eine bereits gegebene Information mitteilen. Und wie das geht, sehen wir uns zuerst an dem Konnektor obwohl an. Ich gehe spazieren, obwohl es regnet. Ich gehe spazieren ist die Information. Die unlogische Folge ist, dass es regnet. Ein zweites Beispiel. Ich fahre Auto, obwohl ich keinen Führerschein habe. Ich fahre Auto ist die Information. Normalerweise denkst du, dass ich natürlich Auto fahren darf. Ich habe aber keinen Führerschein, also darf ich kein Auto fahren. Dies ist die unlogische Folge. Obwohl ist eine Subjunktion und Subjunktionen leiten Nebensätze ein. Erinnere dich, ein Nebensatz bezieht sich immer auf einen Hauptsatz und darf nicht allein stehen. Erkennst du in unseren beiden Beispielsätzen eine Regel? Im Hauptsatz formulierst du immer die Information und im Nebensatz die unlogische, unerwartete Folge. Aber Achtung! Ein Nebensatz darf vor oder nach dem Hauptsatz stehen. Achte aber immer auf die Position des Verbes im Hauptsatz. In einem Nebensatz steht das Verb immer am Satzende, obwohl es regnet. Steht der Nebensatz nach dem Hauptsatz, ändert sich im Hauptsatz nichts. Das Verb steht an zweiter Position. Ich gehe spazieren, obwohl es regnet. Ich fahre Auto, obwohl ich keinen Führerschein habe. Steht der Nebensatz aber vor dem Hauptsatz, steht das Verb im Hauptsatz an erster Position. Das Prädikat wechselt seine Position mit dem Subjekt. Obwohl es regnet, gehe ich spazieren. Obwohl ich keinen Führerschein habe, fahre ich Auto. Sehen wir uns den Konnektor trotzdem an. Es regnet. Ich gehe trotzdem spazieren. Ich habe keinen Führerschein. Trotzdem fahre ich Auto. Trotzdem ist ein Konjunktionaladverb. Es verbindet zwei Hauptsätze und drückt eine unerwartete Folge, Entscheidung oder Kontrast aus. Die Hauptsätze sind durch einen Punkt, Komma oder Semikolon miteinander verbunden. Aber Achtung! Trotzdem steht immer im zweiten Hauptsatz, häufig an der ersten oder dritten Position. Es regnet. Trotzdem gehe ich spazieren. Es regnet. Ich gehe trotzdem spazieren. Es regnet. Ich gehe heute trotzdem spazieren. Trotzdem kann auch Bestandteil zweiteiliger Konnektoren wie zum Beispiel zwar und trotzdem oder aber und trotzdem sein. Es regnet zwar, aber trotzdem gehe ich spazieren. Ich habe zwar keinen Führerschein, aber trotzdem fahre ich Auto. Zwar und aber verstärken in diesem Fall den Gegensatz
oder den Kontrast. Fassen wir zusammen, was du über obwohl und trotzdem gelernt hast. Obwohl und trotzdem sind Konnektoren. Obwohl ist eine Subjunktion und leitet einen Nebensatz ein. Hier steht das Verb immer am Satzende. Trotzdem ist ein Konjunktionaladverb. Du sprichst es immer im zweiten Hauptsatz, sehr oft an der ersten oder dritten Position. Sie haben also eine unterschiedliche grammatikalische Struktur, aber die gleiche Bedeutung. Sie drücken eine unerwartete, unlogische Folge aus. Ich persönlich verwende den Konnektor trotzdem immer dann, wenn der Kontrast sehr groß ist. Sehen wir uns nun die Präposition trotz an. Trotz Regens gehe ich spazieren. Trotz ist eine konzessive Präposition. Sie drückt eine unlogische Folge oder einen Kontrast aus. Trotz der schlechten Noten lernt Sarah nicht. Sarah lernt trotz der schlechten Noten nicht. Siehst du etwas? Die Präposition trotz benötigt den Genitiv. Und der ist immer richtig. Es kann sein, dass du die Präposition trotz im Zusammenhang mit dem Dativ hörst. Das muss nicht falsch sein. Ich habe einen Tipp für dich. In Verbindung mit einem Artikel und Substantiv verwendest du immer den Genitiv, trotz des heftigen Regens. Verwendest du nur ein Substantiv mit der Präposition trotz, darfst du vielleicht den Dativ verwenden, trotz heftigem Regen. Ich empfehle dir aber auf jeden Fall den Genitiv, trotz heftigen Regens. Ist dir übrigens etwas aufgefallen, wenn du an unseren Satz Ich gehe spazieren, obwohl es regnet, denkst? Aus dem Verb regnen im Nebensatz wird das Substantiv der Regen. Das Verb im Nebensatz wird für die Verwendung der Präposition trotz substantiviert oder nominalisiert. Und das sehen wir uns noch einmal an einem weiteren Beispiel an. Ich finde keine Wohnung, obwohl ich mich sehr bemühe. Das Verb im Nebensatz heißt bemühen. Das daraus abgeleitete Substantiv die Bemühung. Die Mehrzahl die Bemühungen. Ein Satz mit der Präposition trotz könnte heißen, trotz großer Bemühungen finde ich keine Wohnung. Lass uns zum Schluss gemeinsam eine Übung machen. Ich bin sicher, du schaffst das. Trotz starker Nachfrage gibt der Künstler keine Konzerte. Die Präposition trotz bezieht sich auf das Substantiv Nachfrage. Obwohl Nina kein Geld hat, kauft sie sich ein neues Handy. Obwohl leitet einen Nebensatz ein, bei dem das Verb am Satzende steht. Tim ist krank, er geht trotzdem zur Schule. Trotzdem steht immer im zweiten Hauptsatz und häufig an der dritten Position. Richtig, trotz des schönen Wetters bleiben wir zu Hause.
Trotz verlangt den Genitiv und bezieht sich auf das Substantiv Wetter. Kannst du diesen Satz nominalisieren? Richtig. Trotz des Verbotes seiner Eltern raucht Peter. Und damit sind wir am Ende unserer Lektion angelangt. Schreib mir gern ein anderes Beispiel in die Kommentare, hinterlass mir ein Like oder ein Abo. Ich freue mich auf das nächste Mal und sage Tschüss, dein Ben.